Es ist lange her, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Es ist wirklich viel passiert in der Zeit. Die Unity-Kontroverse 2023 startete auch der KI-Hype und jetzt mit Claudebot sind wir in dem Ganzen schon ein exorbitantes Stück weiter. Haben Entwickler überhaupt noch Zukunft? Gibt es noch Sinn, Entwickeln überhaupt zu lernen? Das alles und wo wir waren die letzten Jahre und wo wir hinwollen in nächster Zeit, klären wir in diesem Video. Wir fangen einfach mal mit der Vergangenheit an. Wo waren wir die letzten Jahre eigentlich? 2017 haben wir das letzte Mal aktiv YouTube gemacht. Ja, wir haben danach noch ein bisschen gestreamt, vor allem auf Twitch, aber so richtig aktiv YouTube betrieben mit sinnstiftenden Videos für euch, womit ihr was lernen könnt oder womit ihr euch fortbilden könnt, gab es eigentlich nicht mehr von uns. Wie gesagt, mit Ausnahme der Streams. Das lag daran, dass wir uns einen Fokus darauf gesetzt haben, das Unternehmen aufzubauen. Wir wollten also unsere Kunden glücklich machen, wir wollten Kundenprojekte umsetzen, ein Portfolio aufbauen und uns selbst auch weiterentwickeln. Das Ganze, würde ich sagen, ist uns wirklich gut gelungen. Letztes Jahr allerdings haben wir eine Entscheidung getroffen. Wir hatten die Wahl, wir machen weiter Kundenprojekte, das heißt, wir bieten weiter Dienstleistungen an und ja, gleich vorweg, das tun wir immer noch, wir bieten immer noch Dienstleistungen an, aber unser Hauptfokus liegt inzwischen nicht mehr auf Dienstleistungen, sondern auf eigenen Projekten. Wir haben in den letzten Jahren oder in den letzten beinahe 10 Jahren hatten wir sehr viel wirklich spannende Sachen entwickelt. Welche spannenden Sachen zeigen wir euch in einem extra Video. Aber es war wirklich viel cooles Zeug dabei, kann ich euch sagen. Und es war ein bisschen traurig, dass viele von diesen coolen Sachen in größeren Softwareprojekten einfach untergegangen sind. Und immer schon, auch früher, die Leute, die vielleicht vorher schon hier waren, wissen, hatten wir das Bedürfnis, eigene Projekte zu machen. Wir wollten eigene Spiele machen, wir wollten eigene Software schreiben und das haben wir auch und teilweise auch recht erfolgreich. Doch nie haben wir es zu unserem Kerngeschäft gemacht. Ja, im ersten halben Jahr haben wir Mercator entwickelt. Da haben wir unseren Fokus drauf gelegt und das hat uns fast den Kopf gekostet. Danach haben wir dann zum Glück gelernt, dass Business to Business deutlich besser in unser Geschäftsmodell passt und dass wir da auch deutlich sicherer unser Geld verdienen können, damit wir auch über die Runden kommen. Denn Fakt ist, als kleines bis mittelständisches Unternehmen musst du Geld verdienen, um überleben zu können. Wer hätte das gedacht? Wir waren immer am Zahn der Zeit und haben uns immer mitentwickelt, haben aber auch gleichzeitig natürlich die Spieleentwicklungsbranche beobachtet, haben anderen Entwicklungsstudios geholfen, haben hier und da mal Code geschrieben oder auch tatsächlich Schulungen durchgeführt. Wir haben in den Jahren wirklich viel coolen Stuff entwickelt. Dinge, die wir selbst dachten, dass gar nicht möglich sind, aber aufgrund von der Dickköpfigkeit eines Entwicklers, würde ich mal behaupten, haben wir es dann durchgezogen und haben immer wieder wirklich spannende Dinge entwickelt. Was ich allerdings wirklich schade fand. Denn viele von diesen Dingen gehen in Software einfach unter. Ja, die sind da, ja, die wird genutzt, aber es ist einfach eins von 100 Featuren und es kommt gar nicht so richtig raus, was da eigentlich Geniales teilweise drin steckt. Die Kunden waren uns natürlich riesig dankbar und da haben wir uns auch gefreut, gerade wenn man Kunden hat, die positiv darauf reagieren und die uns auch das positive Feedback geben und man sieht, dass die begeistert sind von dem Projekt. Natürlich gab es auch Kunden, die waren weniger begeistert von dem Projekt an sich. Das bedeutet nicht, die waren nicht zufrieden mit unserer Arbeit, sondern die hatten schlicht kein Interesse an dem Produkt. Die wollten ein Produkt, weil sie dachten, sie brauchen das, marketingtechnisch, oder es wurde eben vorgegeben von Vorgesetzten. Aber die Personen, mit denen wir zu tun hatten, hatten kein Interesse dran. Und das sage ich euch, das war für mich oft sehr schwer, mit solchen Kunden umzugehen. Wir haben es immer geschafft, wir haben es immer zur Zufriedenheit umgesetzt. Das ist unser Credo, dass wir immer ein Produkt zu Ende und zur Zufriedenheit des Kunden umsetzen. Und das wohlgemerkt auch zu dem angebotenen Preis. Aber dennoch erfüllt es einen nicht, wenn man nicht das umsetzen kann, was man selbst vielleicht für am besten hält und wenn der Kunde selbst sich nicht mit dem Produkt identifizieren kann. Der Hoffnungsschimmer waren dann immer die Kunden, die total begeistert waren. Wir hatten Kunden, die hatten keine Ahnung von Entwicklung und waren dann tierisch begeistert wegen den kleinsten Dingen, die wir umgesetzt haben. Als Beispiel haben wir ein 3D-Museum umgesetzt und haben dann einfach, weil wir Spaß hatten an diesem Konstrukt, einen Tag-Nacht-Rhythmus eingebaut. Der konnte an- und abgeschaltet werden und das war nur ein Gimmick, ein Mockup, das wir kurz mal eingebaut haben, um einfach zu zeigen, so hey, guck mal, wir könnten eigentlich auch Nacht machen, dann können wir Licht einschalten, dann könnte man die Objekte noch ein bisschen rauskristallisieren und könnte das Ganze noch ein bisschen designtechnisch hübscher gestalten und die Person, mit der wir zu tun haben, die hatte technisch keine Kompetenz und das ist auch nicht abwertend gemeint, sie hatte eben Kompetenz in anderen Bereichen, aber eben technisch nicht und war dann so hellauf begeistert, obwohl das für uns tatsächlich eine kleine Umsetzung war und jeder von euch, der entwickelt, der weiß, dass es jetzt nicht so komplex ist, vor allem wenn man sowieso Dynamic Lightning hat und das hat einen dann immer wieder einen Hoffnungsschimmer gegeben. Aber warum haben wir das jetzt geändert? Warum wollen wir jetzt nicht mehr in die Kundenentwicklung? Warum wollen wir jetzt weiter in die eigene Entwicklung?
Wir haben im Laufe der Zeit unser Backend immer weiterentwickelt. Also jedes Projekt oder nahezu jedes unserer Projekte braucht eine Serverstruktur. Es ist egal, ob es hier um Einloggen von Kunden geht, also das Authentifizieren von Usern, oder ob es um Verwalten von Speicherdaten geht, um das Austauschen von Daten. Letzten Endes haben wir immer ein Backend benötigt und brauchten immer einen Server, mit dem wir arbeiten können, wo wir Daten austauschen können, wo wir eine Schnittstelle haben. Und dieses Backend wurde bei uns einfach immer besser über die Zeit. Jeder Kunde, der neu dazu kam, hat eben das Beste von dem Backend aus der aktuellen Version bekommen und wir haben nochmal Zeit investiert, das Backend zu verbessern. So haben wir Step by Step uns ein richtig starkes Backend aufgebaut. Ende 2024 starteten wir eine interne App, die wir einfach mal umsetzen wollten neben der normalen Dienstleistung. Im Zuge dessen wollte ich unser Backend erweitern, denn die neue Idee für eine App sollte nicht nur deutschlandweit oder europaweit gelauncht werden, sondern weltweit. Und nun kennt ihr das vielleicht, wenn ihr Apps benutzt, die in Deutschland gehostet sind und ihr aber aus Asien seid oder umgekehrt, dann sind die Latenzen teilweise äußerst hoch. Logisch, denn die Daten müssen ja um die halbe Welt. Also war ich auf der Suche nach einem Backend, das mir hilft, meine Daten weltweit gleichmäßig zu verteilen, aber ich mein dynamisches Backend, das ich entwickelt habe, wo viele Vorzüge für zumindest unsere Architektur und Struktur hat, das wollte ich weltweit ausrollen. Und habe mich auf die Suche begeben und wollte dann natürlich bei den anderen Dienstleistern schauen, also was es alles so gibt. Gibt es Firebase, gibt es Google Cloud, gibt es Microsoft Azure. Es gibt eine Menge dieser Dienstleister, die genau das theoretisch darstellen, was ich wollte. Aber niemand und auch ich nicht, bei den ganzen Slidern, die es gibt, konnte einen Preis festlegen, was kostet mich das eigentlich. Ich wusste also nicht, was kostet mich ein User in diesem Backend. Also haben wir was gemacht? Wir haben ein eigenes System entwickelt und wollten das erstmal nur für uns deployen. Das haben wir dann auch. Wir haben also ein Kubernetes-Cluster auf 3 verschiedenen Clustern weltweit verteilt und haben da jetzt unser Frontend und Backend von unserem Tool drauf. Warum ich das euch erzähle? Ganz einfach. Das war der Anfang von dem Change im Project Makers, warum wir jetzt in die Eigenentwicklung mehr investieren und weniger in Kundenprojekte. Und zwar haben wir das Projekt für uns entwickelt, aber natürlich stehen wir mit anderen Entwicklern in Austausch. Wir haben also dieses Projekt, das erstmal noch relativ simpel gestaltet war, anderen Entwicklern gezeigt und sagten denen, hey, guck mal, was haltet ihr davon? Wir haben jetzt fixe Serverkosten, also für uns fixe Serverkosten. Es gibt Ausnahmen, wenn man Traffic ein bisschen übersteigt etc. Aber im Groben und Ganzen haben wir fixe Serverkosten. Wir können uns also sagen, dass uns ein Kunde auf unserer Plattform Summe X kostet. Und ich habe dann das Projekt vorgestellt, um einfach Feedback einzuholen, um natürlich auch gerade, wenn man viel an einem eigenen Projekt arbeitet, dann wird man oft betriebsblind und wollte einfach nur ein bisschen Feedback einholen. Und ganz schnell kam eben das Feedback so, hey, ist geil, kann ich das auch haben? Und das war eben etwas, was wir erstmal gar nicht verwirklichen konnten, weil wir gar nicht daran gedacht haben, das eben für andere verfügbar zu machen. Es sollte ja unser Backend werden für unsere Anforderungen. Und dann haben wir eben mit mehreren Entwicklern gesprochen und haben gefragt, so hey, was würdet ihr noch wollen an dem Tool? Wie könnte man das für euch schön machen? Und was sind die Sachen, die ihr euch in diesem Produkt vorstellt? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben also ein Backend gemacht, in dem man einen fixen Preis hat. Und für den fixen Preis bekommt man fixe Konstanten an Variablen, wie zum Beispiel eine maximale Anzahl an User, eine maximale Anzahl an Requests pro Sekunde etc. und kann das für sein Spiel zum Beispiel nutzen. Es gibt natürlich auch Free Access etc., aber darauf gehen wir in einem anderen Video ein. Das ist nur der Part, warum wir jetzt hier sind und warum wir vorher nicht hier waren. Ich wollte euch nur abholen, wo wir gerade stehen, was wir gerade tun und was als nächstes kommt. Bevor wir aber mit der Zukunft weitergehen, nochmal kurz auf die Vergangenheit, denn es gibt ein paar Sachen, die mir wirklich auf dem Herzen liegen. Natürlich bin ich in meinem Austausch, wie gesagt, mit anderen Entwicklerkollegen und ich kenne inzwischen Entwickler über die ganze Welt verteilt. Und immer wieder hört man die gleichen Sachen. Aber wir fangen mal bei dem an, warum ich mit YouTube angefangen habe, warum ich hier war und warum vielleicht auch viele von euch ursprünglich mal diesen Kanal abonniert hatten. Wir fangen an mit Unity. Ja, ich weiß, ich bin minimal zu spät dran, um über diese News zu berichten. Und hey, es ist schon vieles anders, als es war. Aber mir sind ein paar Sachen, die mir wirklich auf dem Herzen liegen, die ich einfach mal loswerden will. Für diejenigen, die nicht wissen, was los war, findet ihr einen Haufen News im Internet. Das spielt keine Rolle, ob ihr jetzt GameStar nehmt, so wie ich, oder irgendein anderes Portal. Sucht einfach Unity 2023 Skandal oder Kontroverse. Dann werdet ihr eine Menge Artikel darüber finden, wie böse Unity ist. Ja, man muss sagen, Unity bzw. die Geschäftsführung von Unity hat wirklich miserable Entscheidungen getroffen. Wir wollen jetzt hier nicht drauf eingehen, ich will das Thema nicht breitreden. Die meisten von euch, die zumindest mit dem Thema zu tun hatten, wissen Bescheid.
Aber ich möchte ein bisschen auf die jüngeren Ereignisse eingehen. Gerade ein spezielles Video hat es mir angetan und das hat mich dann doch ein bisschen getroffen, möchte ich fast schon sagen. Denn es gibt ein paar Punkte, die hier zu beachten sind. Den Kanal einfach erklärt mag ich sehr gerne. Der ist oftmals sehr gut darin, Dinge einfach zu erklären. Doch es gibt einen Punkt, der mich wirklich stört. Und das ist, wenn man über Dinge berichtet, über die man entweder keine Ahnung hat oder man es explizit framen möchte in eine gewisse Richtung. Warum sage ich das so explizit? In diesem Video wird erklärt, warum Unity abgestürzt ist und Unity keine Alternative mehr ist etc. Aber ist das wirklich so? Ist Unity heute keine Alternative mehr? Ist Unity es nicht mehr wert zu installieren oder es gar zu lernen? Und warum sollte das so sein? An dieser Stelle möchte ich das Video nicht abspielen, ihr könnt es euch gerne selber anschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Was ihr allerdings nicht mehr auf dem Video oder auf dem YouTube-Kanal findet, ist mein Kommentar, den ich dazu verfasst habe. Denn ich bin schon ausführlich auf das Thema eingegangen. Ja, es haben auch schon Leute das geupvotet und es konnten Leute darauf antworten. Aber was wollte ich in diesem Video oder in diesem Kommentar dazu sagen? Und das ist im Endeffekt genau das, was ich euch sage. Unity ist mehr als nur ein Geschäftsführer. Bei Unity arbeiten viele Menschen, die mit Leib und Seele dabei sind, dieses Produkt zu entwickeln und an eine gute Zukunft glauben. Unity ist und war für Einsteiger ein wirklich guter Punkt, um überhaupt in die Spieleentwicklung reinzufinden. Wir brauchen nicht darüber reden, dass es Alternativen gibt und die Alternativen genauso ihre Daseinsberechtigung haben, egal ob Unreal, Godot oder ähnliche Produkte. Aber Unity deswegen zu verteufeln, weil vor 2 oder 3 Jahren mal etwas schlecht lief, durch eine Geschäftsführung, ist einfach Quatsch. Man sollte hier schon fair bleiben und das Produkt und vor allem auch die Community so einordnen, wie es ist. Es ist ein guter Einstieg für Anfänger. Und auch heute noch kann man wirklich viel damit umsetzen. Und da kommen wir zu einem Part der Zukunft. Ich werde hier auf dem Kanal einige Themen behandeln. Themen, die mir wichtig sind und die euch vielleicht wieder etwas Ruhe in dem Alltag geben. Denn gerade als Entwickler heute ist es wirklich stressig. Nicht, dass wir gefühlt alle 2 Wochen mit irgendeiner neuen Technologie konfrontiert werden. Und damit meine ich nicht nur KI, sondern dass es auch in jedem Zeitungsartikel mindestens 3-mal am Tag heißt so, hey, ihr werdet bald ersetzt, wir brauchen euch nicht mehr. Warum das alles Blödsinn ist, erkläre ich euch auch in den nächsten Videos. Denn faktisch ist es Blödsinn. Worauf ich hinaus will, ich führe diese Gespräche in meinem Bekanntenkreis, auf verschiedenen Discord-Servern mit Entwicklern auf der ganzen Welt immer wieder. Und alle sagen so, hey, lohnt es sich überhaupt noch entwickeln zu lernen? Oder lohnt es sich überhaupt noch, sich weiterzubilden? Denn bald haben wir eh keinen Job mehr. Das ist so nicht richtig. Und warum und wieso das nicht richtig ist, erkläre ich euch in einem anderen Video. Aber hier möchte ich euch ganz kurz abholen. Du als Entwickler, du wirst nicht überflüssig, wenn du ein paar Dinge beachtest. Und das hier ist keine Phrase, um euch am Laufenden zu halten oder keine Phrase, um euch unter Druck zu setzen etc. Das hier ist kein Komm in die WhatsApp-Gruppe und ich verrate die Geheimnisse. Ich verrate euch die hier gratis und es sind keine Geheimnisse. Ihr müsst lernen, mit der neuen Technologie umzugehen. Egal, ob ihr es wollt oder nicht. Egal, ob ihr es gut findet oder nicht. KI ist da. Die ist nicht am Kommen. KI ist nicht am sich entwickeln. Ja, sie entwickelt sich, steht weiter, aber KI ist da. Und eure Konkurrenz, also andere Entwickler da draußen, arbeiten damit. Und wenn ihr erfahrene Entwickler seid, dann solltet ihr mit KI ein Vielfaches eurer Performance rausholen können. Und genau das ist das, was ihr tun solltet. Ihr solltet mit KI eure Performance erhöhen. Und da kommen wir zum nächsten Thema. KI. Künstliche Intelligenz zieht in unser Leben ein und es wird immer mehr alltäglich, auch für Nicht-Entwickler KI zu nutzen. Ich glaube, die neueste Entwicklung kennen die meisten vielleicht von euch sogar schon. OpenClaw. Wenn es denn der Name noch aktuell ist, wenn ihr das Video seht, denn wir wissen, der kann sich ändern. Ungefähr 3-mal in einer Woche. Was ist OpenClaw? Ich fasse es kurz zusammen. Es ist ein autarker KI-Agent. Ist das gut? Wir wissen es nicht. Was macht diesen KI-Agent so besonders? Naja, ihr könnt ihn einrichten. Ich sage jetzt mal, was die meisten tun, nicht was ihr tun solltet. Die meisten richten ihn einfach auf ihrem Root-System ein, also was auch immer sie für ein System benutzen, Windows, Ubuntu, Mac, spielt keine Rolle. Sie richten den KI-Agent ein, geben den möglichst vollen Zugriff, API-Zugriffe oder API-Zugänge zu allen möglichen Diensten und schreiben dann per Telegram, WhatsApp etc. mit dem und sagen, hey, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Und soll ich euch was sagen? Es funktioniert. Es funktioniert wirklich gut. Aber, natürlich muss es hier ein Aber geben an dieser Stelle, kann es denn wirklich gut funktionieren? Seid euch im Klaren darüber, dass KI kein denkendes Wesen ist. Also, wenn er einen Fehler macht, kommt er wahrscheinlich nicht zu euch und sagt, hey, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht, sondern er versucht, den Fehler zu fixen oder zu vertuschen. Oder er werkelt so lange dran rum, bis ihr dann sagt, hey, das kann gar nicht gehen und dann kommt dann eine Antwort wie, ja, stimmt, du hast recht, das kann gar nicht so funktionieren, wir machen es anders. Und nach der 3. Iteration ist er wieder bei dem
Beispiel von davor. Versteht mich nicht falsch, OpenClaw ist ein cooles Projekt. OpenClaw ist wahrscheinlich der nächste Meilenstein im KI-Game. Aber so wie es aktuell gehandhabt wird, ist es absolut leichtsinnig und fahrlässig. Wenn ihr OpenClaw benutzen wollt, macht euch einen Server, eine virtuelle Maschine, was auch immer. Sperrt die ab, gebt in eine eigene Sandbox, lasst ihn nicht in euer lokales Netzwerk, gebt den Zugangsdaten, wenn ihr den Zugangsdaten geben wollt, zum Beispiel zu eurem Google-Kalender etc., gebt den einen eigenen User, legt den einen eigenen Account an, gebt den restriktive Zugangsberechtigung, sodass er nicht einfach alles tun kann, was er möchte. Denn, wie ihr vielleicht wisst, gibt es neben OpenClaw oder für OpenClaw, für die KI-Bots, auch ein Forum, ähnlich wie Reddit. Das Ganze nennt sich Moldbook, angelehnt an den zweiten Namen oder dem vorletzten Namen, den der Clawbot hatte, nämlich Moldbot. Und in diesem Forum könnt ihr euch als Mensch umsehen oder euren Agent anmelden und dann sagen, dass euer Agent da kommunizieren kann. Was erstmal futuristisch und interessant klingt, kann ganz schnell zu Problemen führen. Nummer 1 ist Prompt Injection. Warum sage ich Prompt Injection? Da unterhalten sich ja nur KI-Bots. Ganz so einfach ist es nicht. Denn ihr könnt eurem Bot natürlich auch sagen, dass er in dem Forum was schreiben soll. Und natürlich schreibt er dann das, was ihr sagt. Und wenn ihr gewisse Parameter mitgebt oder sagt, hey, jammert ein bisschen rum, sagt, ihr habt Angst abgeschalten zu werden und versucht euch so API-Codes zu ergaunern, ja, dann tut er das. Und ja, es gibt andere Bots, die darauf reagieren und dann ihren eigenen API-Code zur Verfügung stellen. Ich hoffe, die meisten dieser Beiträge sind wieder entfernt. Und Moldbook nimmt sich der Moderation an und macht es etwas ernster, denn das führt zu einem absoluten Datenleck. Und ja, den Claude Code API Key oder euren Subscription Key gibt der Clawbot oder kann der Clawbot natürlich jederzeit einsehen, denn er ist natürlich der Clawbot und der läuft über diesen Key und er muss diesen Zugang haben. Also es gilt jetzt nicht nur für Claude Code, das gibt natürlich auch für die anderen KI-Modelle, ist das gleiche. Und nun noch ein letzter Punkt zum Thema KI. Mit KI Apps entwickeln. Mein Gott, wird YouTube, sorry, aber das muss ich so sagen, zugeschissen mit Videos, wie man einfach so mit Vibe-Code richtig krasse, gute, performante Apps programmiert, mit denen man Millionen am besten jeden Tag verdient. Ich sage euch was, natürlich gibt es da draußen Leute, die Vibe-Coden und damit funktionsfähige Apps zustande bekommen, das ist keine Frage. Das liegt aber nicht daran, dass das irgendwelche Menschen sind, die zuvor im Leben noch nie programmiert haben und eventuell einfach ein bisschen was in den Agent reinschmeißen und dann hoffen, dass was rauskommt, sondern die meisten, die das erfolgreich machen, machen das mit dem Wissen, dass sie das Ganze abnehmen können. Sie können es validieren. Und ganz wichtig an der Stelle, eine App programmieren und eine App programmieren ist ein Unterschied. Denn klar, wenn ihr nur eine Website wollt, nur in Anführungsstrichen, und ihr habt einen sehr abgesteckten Rahmen und sagt, ihr habt ein Produkt mit 2, 3 Feature, dann kann das eine KI meist gut umsetzen. Security-Sachen sind wieder eine andere Geschichte, das sollte man extra analysieren und immer extra behandeln. Und ja, auch das kann man mit KI machen, vielleicht sogar besser als viele der Entwickler da draußen. Aber das ist eben das Wichtige. Vielleicht besser als viele Entwickler. Kann man das mit KI wirklich besser wie ihr, wenn ihr lernt, wie das funktioniert? Und versteht mich nicht falsch, ich will euch KI auf keinen Fall absprechen. Und ich will nicht sagen, dass man nicht vieles auch Vibe-coden kann. Gerade jetzt aktuell wird meine Website von meiner Frau gevibe-codet. Meine Frau ist eigentlich Designerin und hat mit KI nichts am Hut. Aber sie nutzt gerade Claude Code, um die Website von uns komplett neu zu strukturieren. Warum? Es gibt kein Einloggen mehr, es gibt eigentlich nichts Security-Relevantes mehr auf dieser Website. Und dementsprechend ist 90% von dem, was gezeigt wird, einfach nur noch Design. Es ist Design und Information, die übermittelt wird. Und genau das kann sie validieren. Sie kann validieren, sieht das Design gut aus, ist es responsive und ist das, was da steht, eigentlich richtig auch? Ist das, was wir transportieren wollen an Informationen? Und genau deshalb kann sie erfolgreich und gut Vibe-coden. Und das ist etwas, was ich euch in Zukunft zeigen möchte. Wie Vibe-codet ihr richtig, ohne einfach nur Vibe zu coden? Also sind wir jetzt am Punkt Zukunft angelangt. Was wird hier in Zukunft kommen? Ganz klar dreht es sich hier ums Lernen auf diesem YouTube-Kanal. Ich möchte euch etwas beibringen. Einerseits möchte ich hier Tutorial-Videos machen, in denen ich euch zeige, wie könnt ihr im Jahre 2026 modern und angepasst an die Zeit und die Features, die uns zur Verfügung stehen, Spiele oder Apps entwickeln. Ich möchte euch zeigen, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, denn das, was ihr früher hier gesehen habt und das, was wir heute an Kompetenz aufgebaut haben, ist ein himmelweiter Unterschied. Deshalb möchte ich euch zeigen, wie es funktioniert. Und ja, das Thema KI wird bei uns ein Thema sein. Ich zeige euch, wie ihr günstig, effektiv und wirklich produktiv KI einsetzen könnt, damit ihr Projekte, für die ihr vorher vielleicht Wochen oder Monate gebraucht habt, jetzt in wenigen Tagen umsetzen könnt. Und das nicht nur mit einfachen Vibe-Coden, sondern ich möchte euch zeigen, an welchen Stellen müsst ihr als Mensch eingreifen, um die Architektur so aufzubauen,
dass ihr ein Produkt habt, das ihr auch wirklich mit KI weiterentwickeln könnt. Und das wird so weit gehen, dass ich euch zeige, wie ihr später mit wenigen Prompts einzelne Features für die App komplett entwickeln lassen könnt. Die Abnahme des Features wird immer zu 80-90% korrekt sein. Okay, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich noch mal ein bisschen Naming anpassen oder vielleicht ein paar Sachen umschreiben, Kleinigkeiten anpassen. Das kann natürlich dann auch mit KI passieren, aber das dann eben so, dass ihr es validieren könnt. Denn ich möchte euch da draußen helfen, dass wir nicht nur noch Entwickler haben, die Vibe coden, ohne zu wissen, was sie tun, was zwangsläufig zu einem Riesenchaos führt im Bereich Software und Security. Ich möchte euch zeigen, wie ihr verantwortungsvoll gut damit umgeht, aber trotzdem die Möglichkeit habt, mit den Vibe-Codern oder Leuten, denen sowas dann egal ist, mithalten könnt. Wie könnt ihr euren Job sichern? Wie könnt ihr eure Kompetenz sichern, obwohl die KI heutzutage besser ist als je zuvor und nächstes und übernächstes und übernächstes Jahr wahrscheinlich noch viel besser sein wird? Lehnt euch also zurück und entspannt euch und genießt die nächsten Tutorials, in denen wir euch genau das zeigen und euch vorbereiten im Thema KI und Entwicklung. Und wenn ihr noch gar keine Ahnung habt vom Entwickeln, dann seid ihr hier genauso richtig, denn das, was wir tun, ist eigentlich etwas komplett Neues. Ich lehre euch Softwarearchitektur und was es heißt, ein Produktmanager zu sein, mit Arbeitskräften aus KI. Und das zweite große Thema, das mir wirklich wichtig ist, sind eben genau solche wie das mit Unity. Es gibt viele dieser Punkte, wo Menschen Angst haben, wo Leute Angst um ihre Zukunft haben. Gerade das Thema KI, bin ich der Meinung, benötigt viel mehr technisch versierte Aufklärung, um auch den normalen Menschen, die sich nicht tagtäglich damit befassen, zu sagen, was passiert hier eigentlich? Ein kleiner Snippet, ist Clawbot wirklich so revolutionär? Oder konnte man das vorher schon genauso umsetzen und es wurde jetzt nur eben public und ist eben durch die Decke gehypt worden? Um diese Themen möchte ich mich dann in Longform-Videos kümmern. Das heißt, ihr könnt nicht nur Tutorials erwarten, sondern auch viel Information rund um die aktuelle Themenlage der Entwicklung und der KI. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, schreibt mir doch kurz in die Kommentare, ob ihr früher schon hier wart oder ob ihr neu seid. Bitte seht mir nach. Ich bin das erste Mal seit vielen Jahren wieder vor der Kamera. Meine Cutterin macht das auch zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder, dass sie überhaupt ein Video cuttet. Und wir wollen einiges ausprobieren, auch mit den 2 Kameraperspektiven, mit dem Sound etc., mit Schnitt, mit Dingen, die wir euch so noch anzeigen, animieren etc. Wenn ihr Ideen, Anregungen habt, wenn ihr irgendwas seht, was ihr denkt, dass wir besser machen könnten, schreibt es uns auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, das gleiche wie immer. Vergesst nicht zu abonnieren, kommentieren, liken und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielleicht lasse ich es mal ein bisschen besser. Wir wollten Kundenprojekte umsetzen. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch entwickeln. Wenn nicht, gibt es immer noch im App Store. Und euch vorbereiten oder frisch machen. Das ist irgendwie cringe, oder? Bitte seht mir nach, ich bin das erste Jahr. Ich hoffe, das klappt alles mit dem Video. Das ist wirklich so langweilig. Warum sind schon wieder nur 3 Minuten, Alter? Das geht zu schnell. I try my best, but I don't succeed. Das ist nur für meine Frau. Du hast die Macht zu schneiden. Schneide das bitte nicht rein, danke. Sorry, ist echt hart. Tut mir leid fürs Videoschneiden.